Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles Rezept für eine leckere Currywurst One-Pot-Pasta. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen, anschließend grob hacken. Außerdem habe ich hier noch 2 Knoblauchzehen, ebenfalls abziehen und dann grob hacken bzw. in dünne Scheiben schneiden. Und zum Schluss noch 5 Bratwürstchen, das sind ca. 500 Gramm, einfach mit einem Messer in Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Wurstscheiben, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 4 bis 5 Minuten anbraten, so lange, bis die Würstchen ein wenig Farbe angenommen haben. Danach kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. 500 Gramm ungekochte Pasta, ich habe hier Fusilli genommen. Ihr könnt aber wie immer auch jede andere Sorte bzw. Form verwenden. Dann noch ein gehäufter Esslöffel Zuckerrübensirup, 2 gehäufte Esslöffel Eiweiß, außerdem je 2 Teelöffel süßes Paprikapulver und Salz und je 1 Teelöffel scharfes Paprikapulver, gemahlener Kreuzkümmel und Curry. Zum Schluss 750 ml passierte Tomaten dazu gießen, außerdem 750 ml Wasser. Das Ganze jetzt einmal gut miteinander verrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Einmal zum Kochen bringen und dann mit geschlossenem Deckel für 10 bis 12 Minuten bei niedriger Hitze ganz langsam köcheln lassen. Zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, die Currywurstpasta einmal umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange, bis die Pasta gar ist und die Soße eine cremige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss schmecken wir die Currywurstpasta nochmals mit etwas Salz und Pfeffer sowie einem guten Schuss Balsamico-Essig ab und dann können wir auch schon servieren. So sieht die fertige Currywurstpasta dann aus. Auf tiefen Tellern verteilen. Für die Garnitur noch etwas extra Currypulver drüber streuen. Außerdem, wer mag, etwas gehackte Petersilie. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.